Oh, leuchtet. Achso, warte mal, das mache ich dann hier hin. Oh. Neues Produkt aus dem Hause Reutzel zeige ich euch jetzt. So, jetzt haben wir ein Intro. Grüß euch, ich bin der Max vom Pomadeshop und ich zeige euch heute mal wieder ein kleines Produktreview respektive ein Styling-Tutorial. Und zwar, ihr habt es gerade gesehen, es geht um das neueste Produkt, meine ich zumindest, aus dem Hause Reutzel. Muss ich nicht viel zu sagen, die Marke kennt eigentlich inzwischen jeder. Es geht hier um das Grooming Tonic Texture Foam. Mords Zungenbrecher, aber ihr wisst jetzt, wie es heißt. Ich finde es fürchterlich schlimm auszusprechen, bin ich ganz ehrlich. Zum Produkt vorab. Es ist ein, ja, der Name sagt es, ein Texture Foam, ein Texturschaum quasi, also ein schaumiges Produkt. Manche werden sich jetzt denken, aha, bitte was? Ich bin ganz ehrlich, in Bayern gibt es eine Redewendung, die heißt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Sprich, grundsätzlich eher skeptisch neuen Sachen gegenüber. Und das war ich auch. Allerdings hatte der Bauer, also ich, habe jetzt längere Haare und verstehe dieses Produkt endlich. Und euch möchte ich jetzt auch zeigen, wie das Ganze denn funktioniert, was ihr damit anstellen könnt. Dafür muss ich zuerst die Cap abnehmen. Ihr seht, die Haare sind, gerade wenn ich schüttel, die sind jetzt deutlich länger, als ich sie in letzter Zeit immer hatte. Das ist in dem Fall sehr, sehr praktisch, gerade bei meinen Haaren. Die sind auch noch leicht feucht und ich gehe auch gleich rein, pack das Zeug. Ich hoffe, man erkennt es irgendwie. Da, man sieht es. Schöner Schaum, wie der Name sagt. Es sind jetzt 2, ich weiß, es 3, 4, 5 Pumpstöße sind bei meinen Haaren die perfekte Menge. Ich meine, es ist ein Schaum. Was soll ich da jetzt großartig sagen? Es ist kein Breakdown da. Es bleibt ein Schaum. Einarbeiten geht natürlich dementsprechend einfach. Sehr, sehr empfehlenswert ist leicht feuchtes Haar. Trockenes Haar wird schwierig. Nicht, weil das Produkt so schnell anzieht, sondern weil das Produkt sonst nicht die richtige Wirkung entfaltet. Duft, der bekannte frische Apfelduft, nenne ich es jetzt mal. Leicht frisch, nicht zu künstlich, sehr angenehm, nicht zu aufdringlich. So, aber was macht das Produkt jetzt? Also, es ist ein Grooming Foam. Es ist die Zwischenstufe zwischen dem Grooming Tonic von Reutzel, das ihr kennt, und der Grooming Tonic Texture Cream. Vom Halt her, was das Ganze angeht und der Verarbeitung, denn wir haben hier eine reine Flüssigkeit, wir haben hier eine Cream, hier haben wir den Schaum. Das Ganze könntet ihr jetzt rein theoretisch gesehen habt, bei mir so lassen, Luft trocknen lassen, lockerer Slickback, easy. Empfohlen wird aber ein Föhn. Das zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Eigentlich relativ simpel, mittlere Stufe, mittlere Hitze. Ohne Düse, einfach locker nach hinten föhnen. So, ich habe es auch überhaupt nicht lange geföhnt. Ihr werdet gleich merken, vielleicht sieht man es auch direkt, ich habe einen super entspannten, lockeren Halt. Jetzt schon in den Haaren. Wenn ich jetzt ein bisschen den Kopf schüttel, fallen sie wieder runter, aber das Produkt soll gar nicht so viel machen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr seht's, ich fahre mir wieder hinten durch die Haare halten. Ich kann jetzt mit einem Texturkamm, das mag ich da jetzt besonders gerne, kann ich noch mal durchgehen, das Ganze ein bisschen mehr definieren. Ich habe bei meinen Haaren, weil die grundsätzlich schon angenehm voluminös sind, gleich ein bisschen Volumen mit drin, ganz entspannten, lockeren Halt. So, jetzt zu diesem Produkt, was das meiner Meinung nach so cool, so besonders macht, in Anführungsstrichen. Ihr habt ein fantastisches Haargefühl jetzt. Ihr habt eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Griffigkeit in den Haaren, was ihr merkt, wenn ihr euch da mal durchfahrt. Und jetzt gibt es 2 Verfahrenswege, wie ihr weitermachen könnt. Entweder ihr lasst das Ganze jetzt einfach noch ein bisschen antrocknen, dann werden die Haare ganz leicht crispy, ganz, ganz leicht, also das zieht an und fixiert einfach nochmal. Oder, was ich euch dann gleich zeige,
wenn das Ganze angezogen ist und ihr dann nochmal mit dem Kamm oder mit den Händen durchfahrt, wie dann die ganze Struktur und der Halt von dem Produkt ist. Das zeige ich euch gleich, wenn die Haare ein bisschen trockener sind. So, da sind wir wieder, haben kurz ein Video gedreht. Ich habe das Ganze noch mal ein bisschen sich setzen lassen. Wenn ich jetzt hier durch die Haare gehe, gerade an der Seite, ich merke, das ist diese leichte Crispiness, von der ich gesprochen habe. Könnt ihr, wenn ihr, ich sag mal, etwas einfacheres Haar habt als ich, fertig aus. Aber ihr seht es wahrscheinlich schon, hier ein bisschen die Stelle stellt sich ab. Deshalb ist es, wenn ihr, also ich meine, wenn ihr feines, respektive einfach glatteres Haar habt, als Standalone für ein bisschen nach hinten überhaupt kein Thema. Sobald ihr ein bisschen voluminöseres Haar habt, ist das Produkt eigentlich fast nur für lockere Frisuren geeignet. Da, wie gesagt, ich habe es euch ja gezeigt, hier stellt sich wieder ein bisschen auf. Aber was machen wir dann jetzt? Genau, wir nehmen wieder einen Texturkamm und gehen jetzt einfach noch mal ein bisschen durch, lockern das Ganze ein bisschen. Genau, ihr seht, die Haare fallen jetzt natürlich. Ich habe gesagt, das ist klar je nach angewendeter Menge, aber allermaximals mittelfester Halt. Aber ab einer gewissen Haarlänge langt das ja tatsächlich auch. Da braucht es gar nicht mehr. Also ihr seht, ich habe jetzt an sich recht schön bisschen die Kontrolle. Wenn ich jetzt anfange, mir den Kopf zu schütteln, seht ihr, die Strähnen fallen mir runter, ist aber kein Thema, denn ihr könnt euch jederzeit wieder durch die Haare fahren und das Ganze legen. Und das ist das, was ich so cool daran finde, dass es eben anders als so ein bisschen andere wasserbasierte Produkte so in diese Richtung, dass die dann so fest und crispy werden. Nee, ihr könnt euch jederzeit wieder durch die Haare gehen. Ich habe es erwähnt, es ist ein fantastisches Haargefühl, das ihr habt. Ich merke es auch an den Händen. Ich musste sie mir jetzt eigentlich auch gar nicht waschen, weil sie es einfach nur sehr angenehm an den Händen anfühlt. Nicht klebrig oder so, gar nichts. Geht super easy, den ganzen Tag, die ganze Zeit. Ihr könnt jetzt mal mit dem Kamm durch oder euch halt eben, wie ich es gezeigt habe, mit den Händen immer wieder durch. Dann einfach den lockeren. Funktioniert wirklich, wirklich, wirklich gut. Glanzmäßig Summer im eigentlich, also das Produkt selbst bringt euch keinen Glanz und das macht die Haare nicht matt. So wie eure Haare davor sind, quasi die Ausgangssituation, so werden die Haare danach sein. Hattet ihr noch irgendwelche Reste in den Haaren von einem glänzenden Produkt, lasst es selbst nur ein öliges Hairtonic gewesen sein, werdet ihr ganz leichten Glanz haben. Waren die Haare komplett frisch gewaschen, dann werdet ihr am Ende auch dieses Finish haben. Also das Maximum, würde ich sagen, was ihr mit diesem Produkt erreicht, sofern ihr nicht nochmal extra Glanz nachlegt, ist ein seidenmattes Finish. Also mehr ist eigentlich nicht. Wirkt jetzt vielleicht in der Kamera wieder nach ein bisschen mehr, aber da ist eigentlich nicht wirklich Glanz da, außer vielleicht dieser ganz natürliche Glanz, wie Haare aussehen sollen. Wie gesundes Haar aussehen soll. Genau. Ja, ich war am Anfang super skeptisch. Gerade jetzt so mit den Haaren, mir gefällt's, um ehrlich zu sein, wirklich gut, das Produkt. Es ist mal wieder so, dass Reuzel da, ja, hat mich ein bisschen an der Nase rumgeführt. Ich find's angenehm, macht mir sehr viel Spaß. Jetzt gerade mit den längeren Haaren funktioniert es mit den lockeren Looks auch ganz gut bei mir. Und das, weil ich mich da gerade so ein bisschen rumprobieren möchte, finde ich es da gerade, kam das Produkt genau zur richtigen Zeit. Wenn ihr jetzt aber sagt, ja, ist ja schön und gut, aber meine Haare sind dann doch ein bisschen wilder als deine, Max, ich brauche dann vielleicht schon einen Ticken mehr Halt, dann ganz kleiner, einfacher Trick, gebt einen kleinen Klecks von der Grooming Tonic Texture Cream noch mit dazu. Verhält sich relativ ähnlich im Haar, wenn ihr nur eine kleine Menge verwendet, unterstützt ihr einfach nur noch den Halt und könnt euch die Haare gegebenenfalls ein wenig akkurater noch legen, ohne aber zu viel Gewicht oder insgesamt zu viel Produkt auch ins Haar zu bringen. Das wäre dann noch die andere Möglichkeit. Ansonsten zeige ich euch vielleicht mal in einem anderen Video, wie das Produkt, wie die Grooming Tonic Texture Cream als Standalone bei mir funktioniert. Aber das war es jetzt erstmal zum Grooming Tonic Texture Foam, einem, wie ich finde, sehr interessanten Produkt, was auch vielen so als leichter Pre-Styler echt gut helfen könnte. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert, würde ich sagen. Genau. Das war es jetzt auch von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, euer Max.